Heute wird die gescherte Kette für das Bäumen im Webstuhl vorbereitet. Hi, ich bin Martina und hier lernst du, wie du mit dem Redekamm die Fäden sortieren kannst, sodass nachher beim Bäumen des Webstuhls alles rund läuft. Lass uns gleich loslegen. Die Kette ist fertig geschert und möchte nun in den Redekamm eingelegt werden. Dazu benutze ich einen Redekamm mit Bügeln. In diese werde ich eine etwas längere Latte zur Sicherung der Fäden einlegen. Nun hast du von dir aus gesehen vor dir liegen den Anbindestab. Das ist der Stab, der an den Schnüren des Warenbaums im Webstuhl befestigt ist. Dann die Geleseleisten, den Redekamm und ein Blatt Karton, welches du über den Redekamm legst. Die Kettzöpfe platzierst du hinter dem Redekamm und holst das Ende des Zopfes, wo sich das Fadenkreuz befindet, zu dir nach vorne. Der Karton dient dazu, den Kettzopf darüber zu legen, sodass die Fäden nicht im Redekamm stören. Jetzt nimmst du das Fadenkreuz, das du beim Scheren der Kette gelegt hast, und platzierst die Geleseleisten in je eine Seite. Das Fadenkreuz liegt also zwischen den beiden Leisten. Die Geleseleisten knotest du jetzt an beiden Seiten zusammen. Den Anbindestab legst du in die gleiche Öffnung wie die Leiste, die dir am nächsten liegt. Auch diesen sicherst du, indem du einen Faden Teppichkettgarn im rechten und linken Loch des Anbindestabs festknotest. Wenn alles passt, kannst du nun das Bändchen, mit dem das Fadenkreuz gesichert ist, entfernen. Auf deiner Gewebeplanung kannst du nun sehen, wie viele Zentimeter die Einzugsbreite der Kette ist. Hier sind das 55 cm. Du misst dann von der Mitte des Redekamms aus die Hälfte von 55 cm nach rechts. Das sind dann 27,5 cm. In dieses Ried bei 27,5 cm legst du eine Markierung. Nun schaust du auf der Gewebeplanung die Kettdichte nach. Das ist die Anzahl der Fäden je Zentimeter in der Kette. Hier haben wir 10 Fäden pro Zentimeter. Nun arbeitest du von rechts nach links. Du hältst einen Teil der Kettfäden mit der linken Hand leicht gestreckt von dir weg fest und zählst dann im Fadenkreuz die nächstliegenden 10 Fäden. Diese legst du in dein markiertes Ried im Redekamm und schiebst sofort die Leiste darüber. Da ich die Kette mit 2 Fäden gleichzeitig geschert habe, liegen im Fadenkreuz immer 2 Fäden zusammen. Diese 2 Fäden bezeichnet man als ein Gängchen und dürfen nicht getrennt werden. Sie müssen also beim Redekamm im gleichen Ried liegen. So fährst du nun weiter fort, bis du die ganze Kette in den Redekamm eingelegt hast. Du legst also immer die Anzahl an Fäden pro Zentimeter in ein Ried und schiebst sofort die Leiste darüber, sodass die Fäden gesichert sind. Falls du eine ungerade Anzahl Fäden in der Kette pro Zentimeter hast, zum Beispiel 9 Fäden pro Zentimeter, dann legst du abwechselnd immer 8 Fäden und 10 Fäden ins Ried. Wenn du alle Fäden der Kette eingelegt hast, misst du erst einmal die Breite und schaust, ob diese mit deiner Einzugsbreite auf der Gewebeplanung übereinstimmt. Wenn alles soweit passt, knotest du die Latte im Redekamm rechts und links der Kette fest, sodass diese nicht mehr verrutschen kann. Jetzt hast du die Kettfäden in deinem Redekamm sauber verteilt und kannst morgen mit den Bäumen des Webstuhls beginnen. Wir sehen uns also im nächsten Video. Vielen Dank für heute fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Tschüss!